Hola a todos! Willkommen zu einer neuen Folge von Mattes Mate Mission Uruguay an Welt. Was könnte das Freihandelsabkommen der Mercosur-Staaten mit der EU in Uruguay verändern? Das ist heute unser Thema. Da wir ja 2029 in Uruguay einwandern möchten, könnten zu erwartende Veränderungen wirklich planungsrelevant sein. Wo Zölle wegfallen, sinken hoffentlich auch die Preise. Bei der Frage, Schiffscontainer oder alles verkaufen, stellt sich für uns vorrangig die Frage, zu welchem Preis könnten wir die Dinge, die wir im Container transportieren wollen würden, in Uruguay neu beschaffen. Kriegen wir die da überhaupt? Also Kosten für Neubeschaffung versus Verschiffungskosten. Um auch jene abzuholen, die nicht so tief im Thema sind. Mercado Común del Sur, der gemeinsame Markt im südlichen Lateinamerika, wurde 1991 als regionale Wirtschaftsgemeinschaft in Lateinamerika zwischen Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay gegründet. Es trat 1995 in Kraft. Wichtigste Ziele des Abkommens sind: ein stufenweiser Abbau von Zöllen und Handelshemmnissen, die Schaffung einer Zollunion, die Handelsliberalisierung mit Drittstaaten, die Schaffung eines gemeinsamen Außenzollsystems und die Koordinierung der Wirtschaftspolitik. Im Assoziierungsabkommen der EU mit dem Mercosur geht es um Freihandel. Im Besonderen um Soja, Mais, Nickel und Rindfleisch aus Südamerika und Autos, Autoteile, Anlagen und Geräte der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Chemikalien aus Europa. Im Dezember 2024 konnte man sich, wirklich nach 23 Jahren Verhandlungen, auf die wesentlichen Punkte verständigen und eine grundlegende Vereinbarung treffen. Die Unterzeichnung scheint Ende 2026 für möglich. Frankreich und Polen sind derzeit gegen das Abkommen. Hauptsächlich die Landwirte dort, die den Import aus Südamerika fürchten. Schenken wir den Wirtschaftsweisen und der Politik Glauben, so soll dieses Abkommen in Uruguay zu mehr Wohlstand für den Einzelnen, einer Diversifizierung der Volkswirtschaften und günstigen Preisen für den Verbraucher führen. Das Handelsabkommen ermöglicht Menschen im Mercosur ihre Leistungen der EU auch im Rahmen befristeter Aufenthalte in EU-Ländern, etwa auf Werkvertragsbasis oder als Freiberufler, anzubieten. Mit welchen Vorteilen rechnet ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Unseres Wissensstands nach sind zum Beispiel Pflegeprodukte, technische Geräte und Autos in Uruguay aktuell nicht nur sehr teuer, sondern auch in geringer Auswahl verfügbar. Ein Auto einzuführen als Einwanderer ist nicht sinnvoll, denn man darf es in Uruguay nicht fahren, es sei denn, man ist bereit und in der Lage, den teuren Zoll zu bezahlen. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, an dem wir denken, dass es und auch hoffen, hier könnte sich bis 2029, bis wir einwandern, noch viel verändern. Wie ist das bei euch? Welche konkreten Erwartungen und Hoffnungen oder Befürchtungen verbindet ihr mit Mercosur? Und bitte denkt dran, bei aller Emotionalität, die dieses Thema gegebenenfalls mit sich bringt, freundlich und wertschätzend zu schreiben. An dieser Stelle auch nochmal ein riesiges Dankeschön an euch. Ich freue mich wirklich über jedes Like und noch mehr über diesen konstruktiven Austausch in den Kommentaren und euren hilfreichen Tipps. In der Kanalinfo findet ihr nochmal auch meine E-Mail-Adresse und unseren Instagram-Account, wenn ihr uns persönlich schreiben wollt. So, für heute soll es das gewesen sein. Die Zeit vergeht schnell und der September rückt näher. Drum sprechen wir in den nächsten Folgen intensiv über unsere konkreten Pläne für unsere Uruguay-Erkundungsreise. Von euch wünschen wir uns dazu ganz viel Anregungen und Empfehlungen. Hasta la próxima vez, wenn es wieder heißt Mattes Mate Mission, que les vaya bien und auf Wiedersehen. Tschüss.